dem hallenden Geräusch liegt daran, dass ich mein Zimmer wieder umgestellt habe und immer noch ein Möbelstück fehlt. Davor standen hier lauter Kisten drinnen. Und jetzt ist quasi alles Halt. Und das ist ziemlich nervig. Aber ich kann es nicht ändern. Also ich werde wahrscheinlich, ich meine, gut, was ist heute? Jetzt Freitag, genau. Also morgen, wenn es nicht kommt, dann stelle ich wieder ein paar Kisten rein. Damit das Heilen ein bisschen reduziert wird. Ich meine, es hat die ganze Zeit geheilt, by the way. Aber ich glaube, ihr habt euch einfach nur dran gewöhnt. Ehrlich gesagt. Es hat nämlich die ganze Zeit geheilt. Also auch gestern sowieso, aber ich meine auch die ganzen letzten 5 Wochen. Aber daran hat man sich wahrscheinlich einfach nur gewöhnt, schätze ich mal. Ich selber ehrlich gesagt auch. Mir ist es auch nicht mehr so aufgefallen, aber jetzt, wo es wieder ein bisschen schlimmer geworden ist, jetzt fällt es dann wieder auf. Tatsächlich. Aber ich habe das auch irgendwann gar nicht mehr gemerkt, eigentlich. Aber ja, das ist echt bescheuert. Aber eigentlich auch unlogisch, weil es steht eigentlich an jeder Wand steht was. Also jede Wand ist eigentlich zumindest zur Hälfte mit irgendwas bedeckt. Nur die Wand hinter mir nicht, komischerweise. Aber halt auch nur zum Teil, deswegen ist es echt ein bisschen weird. Also, dass es halt so krass ist, meine ich, ist weird. Dass es jetzt so einen Unterschied gemacht hat, weil im Endeffekt, wir haben halt einen Schrank reingestellt und dafür die ganzen Kisten raus. Aber das waren halt wirklich nur so kleine Kartons, basically. Also Kisten, sage ich, aber es sind im Endeffekt einfach nur Kartons. Also es ist eigentlich nicht so viel gewesen. Wundert mich, dass das so einen Unterschied macht. Aber ist egal. Ich habe eigentlich dieses Wassersystem ausgedacht, ganz ehrlich, Alter. Ich sehe halt nichts, gell? Seht ihr was, Alter? Schaut euch das mal an, Alter. Ich sehe nichts. Junge. Ich muss halt saunah ranzoomen, damit die Kamera auch unter Wasser ist. Wer denkt sich so einen Schwachsinn aus, Alter? Das ist halt richtig schlecht gemacht, ganz ehrlich. Es ist natürlich nur hier ein Problem, wo du so einen Übergang von Land zu Wasser hast, aber es ist so unfassbar schlecht gemacht, Alter. Damn, ist das schlecht gemacht. Geistesgestört. Das ist halt absolut crazy. Oh, Ampli? Was für ein Trash. Einfach Doppelklick und eine Stunde AFK gehen. Der ultimative Disrespect. Was für ein Drecks-Item. Und weg damit. Wie viel macht Psy? 0% Tauli. Weißt du auch warum 0%? Weil kein Mensch Psy spielt, der noch irgendwie Selbstrespekt hat. Jeder mit noch ein Fünkchen Selbstrespekt spielt nicht Psykeeper. Kappa. Ja, dann bist du eben ein Flive Universe Veteran. Kein Flive Veteran, aber dann eben ein Flive Universe Veteran. Also aka ein kleines Baby. Ein Baby Flive Veteran. Gucci, Gucci, Gu. Kappa? Sir? Cringe? Nur weil man vögeln kann, kann man nicht gleich fliegen. Bruh. Bruh. Die Quests skalieren doch mit, oder? Nein. Tun sie nicht. Also ja, tun sie, aber ja im negativen Sinne. Also eine Quest für Level 1 gibt immer die Quest von die XP für Level 1. Also sagen wir es so. Die haben sich halt die Quest-Values überlegt, dass sie halt in totalen Zahlen auf dem richtigen Level Sinn ergeben. Also zum Beispiel Quests gibt auf Level 1 20%. Und das heißt aber die XP sind nicht Prozent, sondern die sind totale XP. Die siehst du nur nicht. Und das heißt, auf Level 2 sind es nicht mehr 10%, sondern auf Level 2 sind es dann nur noch 8%. Auf Level 3 sind es 7, 5, 6 und auf Level 50 sind es 0,001. Und auf Level 100 ist es 0,00000. Also du kriegst schon noch XP, aber so wenig, dass du es nicht mal mehr siehst. Also im negativen Sinne skalieren sie quasi. Also die totale XP von Quest ist immer gleich, aber sie wird in Prozenten ausgedrückt und die Prozente nehmen natürlich ab, weil es ja prozentual von deinem nächsten Level quasi genommen wird oder gerechnet wird. Und das ist ja logischerweise, ja,
nichts dann. Vom Nighters Gameplay, das ist ganz anders. Das ist viel ruhiger. Ich würde behaupten, so wie ich gerade spiele, ist der abwechslungsreichste Spielstil im Spiel. Also mehr Abwechslung oder mehr, keine Ahnung, wie auch immer man es nennen will. Mehr Hektik vielleicht auch. Geht eigentlich kaum. Außer du spielst 2 Charakter zeitgleich, dann schon. Wette Gala hat wirklich extrem andere Ansichten auf solche Dinge als wir Europäer. Du fragst nach was Besserem, die sagen dann, ja, dann lassen wir es einfach komplett. Safe. Weil ändern bedeutet ja, du musst Aufwand betreiben und dir etwas Neues überlegen oder etwas anderes. Klar, natürlich sehen die das so. Aber vielleicht, wenn wirklich mal alle Leute auf Borodeng, und ich meine, da scheitert es natürlich schon, sagen würden, hey, wir verlassen jetzt alle zusammen den Flive Universe Discord, alle ungefähr zur gleichen Uhrzeit oder zumindest am gleichen Tag, verlassen wir jetzt alle den Flive Universe Discord, schreiben noch eine Abschiedsnachricht quasi mit irgendeiner Forderung oder so oder irgendeinen Hashtag oder was weiß ich was. Und dann verlassen tausende Leute den Discord und hören alle zeitgleich auch das Cashen auf. Natürlich nicht jeder Spieler auf Borodeng, aber alle, die davon Wind bekommen, das sind dann wirklich tausende Leute. Und die hören dann auch alle auf, das zu cashen oder so. Und sind dann quasi komplett Free-to-Play ab dem Moment. Das wären halt solche Zeichen, sowas müsstest du setzen. Also so Sachen, die halt extrem umständlich und extrem unrealistisch sind. Auf sowas würde Gala wahrscheinlich auch hören. Da würden sie auch irgendwann sagen, oh scheiße, okay, wir müssen irgendwas machen, die laufen uns alle davon. Und wir verlieren gerade tausende Euro pro Tag oder so. Das würden sie dann auch merken. Da würden sie dann auch checken, okay, das kann man nicht ignorieren, weil wenn du das ignorierst, geht das Game vor die Hunde sozusagen. Aber das sind halt Sachen, das kannst du halt nicht einfach mal so machen. Ne? Und das wissen die halt auch, dass du das nicht einfach so machen kannst. Also ich denke, die sind sich schon bewusst dessen, dass wenn sie die Community zu sehr verärgern, dass sie dann quasi, ja, reagieren müssen. Oder dass sie sich nicht alles erlauben können. Aber zeitgleich wissen sie wahrscheinlich auch, um quasi das wirklich viel, also es müssen halt viele Leute zusammenkommen, um ihnen wirklich zu schaden. Wenn einer sagt, kein Bock mehr, ich quitte, juckt die natürlich nicht. Wenn einer sagt, jo, das Game ist scheiße, ich bin jetzt Free-to-Play, juckt die auch nicht. Oder wenn einer den Discord verlässt, juckt die auch nicht. Aber wie gesagt, wenn da tausende Leute, also bei Flive müssten es nicht Millionen sein, weil Millionen spielen ja gar nicht. Aber vielleicht müssten es halt ein paar Tausend sein, die zusammenkommen. Also so die Playerbase von einem ganzen Server wie Borodeng oder Totemia oder so. Oder die Philippinen. Weil bei den Philippinen bin ich mir nicht sicher, wie sehr es jucken würde, weil die Philippinen kann ich mir nicht vorstellen, dass die so viele Einnahmen generieren, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, wie viele Einnahmen die... Wäre mal ganz interessant zu wissen, welcher Server die meiste Kohle abwirft. Probably Borodeng oder Totemia, würde ich mal schätzen. Aber hard to tell. Aber vielleicht die Chinesen, die sind auch ziemlich crazy teilweise. Der Taiwan-Server könnte auch ganz schön viel Kohle abwerfen. Ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, man versteht, was ich sagen will. Convention oder eine random Convention? Die Handwerkermesse. Kommen Sie jetzt zur Handwerkermesse mit Yu-Gi-Oh! Tournament. Destroy your opponents in a Yu-Gi-Oh! Tournament on der Handwerkermesse. Oh. Anime-Convention mit Yu-Gi-Oh! Turnier. Damn. Damn. Das nenne ich mal ein volles Inventar, Alter. Yikes. Will hier jemand Müll? God damn, ist das voll. Wie viel Prozent habe ich heute mit dem Elle gemacht? 30. In 4 Stunden.